Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Wir sind heute an einer Traumlocation in Marbella mit einem Traumwagen von mir. Wir haben euch den im Studio vorgestellt. Heute dürfen wir ihn endlich fahren, da dürft ihr euch drauf freuen. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, abonniert gern den Kanal, denn bei uns gibt es jeden Tag eine neue Karre vorgestellt von der bezaubernden Jessie oder dem bisschen weniger bezaubernden Jan, das bin ich, Hallöchen. Macht es genau jetzt, abonnieren, macht euch glücklich und informiert auf dem Automobilmarkt. Ja, und das Auto, das ich heute dabei habe, das ist ehrlich gesagt mein Highlight dieses Jahr, denn der Kia EV6, der hat eine Ladeleistung von 800 Volt bis zu 585 PS, ist ein Halo-Car und endlich dürfen wir ihn eben fahren. Was werden wir mit dem machen? Ich werde euch was zur realistischen Reichweite erzählen. Ich werde euch erzählen, wie er sie fährt, wie geil man den optisch machen kann. Hier haben wir den übrigens stehen mit dem Allradantrieb, mit dem großen 77,4 Kilowattstunden fassenden Akku. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir heute wirklich kommen, was der Innenraum kann. Können wir uns vielleicht mit den Sitzen beim Laden schlafen legen? Was kostet er? Was ist sein Wettbewerbsumfeld? Und ab wann dürft ihr den haben? Und da gibt es einen kleinen Kurs am Anfang von mir für euch. Und dann fröne ich meiner objektophilen, automobilen Elektroleidenschaft. Das Auto bekommt einen kleinen Kuss und ihr abonniert genau jetzt den Kanal. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich mit voller Liebe über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euren Traumwagen raus. Wenn es der EV6 von Kia ist, schaut da gern vorbei, denn ihr bekommt bei dem Auto eine Förderung von bis zu 10.000 € und zahlt nur ein Viertel der üblichen Dienstwagensteuer, also 0,25%. Das ist großartig. Und jetzt spricht man vielleicht so in kleinen Zeitschritten über Kia. Die haben viel vor, bis 2026 wollen die 11 vollelektrische neue Modelle auf den Markt bringen und die Plattform ist die EGMP-Plattform, die elektronische Global Modular Plattform. Und 7 der 11 neuen Modelle werden auf der Plattform stehen, die anderen 4, die werden auf einer anderen Plattform stehen. Und ich habe es ja gesagt, das Schwestermodell, das ist der unglaublich gehypte Hyundai Ioniq 5, der steht ebenfalls auf dieser Plattform. Und jetzt sind wir schon mal einmal ganz drum rumgegangen, ihr habt gesehen, die Karosserie ist mega schick. Riesenradstand, kurze Überhänge, eine Ladeleistung von bis zu 800 Volt bis zu 225 kW, der ist richtig schnell geladen. Wir haben hier eben den größeren der beiden Akkus und wir haben Allradantrieb, das heißt, das Ding soll ganz Halo-Car-mäßig nicht nur weit kommen, sondern auch schweineschnell nach vorne gehen. Wir werden heute ein bisschen ausprobieren, ob er auch in der Kurve hält, was die Leistungsdaten so versprechen. Das Wettbewerbsumfeld ist mit dem ID.5, der jetzt kommt, besetzt, zum Beispiel auch mit dem Skoda Enyaq Coupé besetzt. Wir haben auch den Audi Q4 als Sportback-Version. Da gibt es inzwischen einiges im Vergleich zum Ioniq 5. Finde ich den extravaganter, mutiger, der andere ist ein bisschen... Ich glaube, klassisch ist der falsche Begriff. Jetzt spricht man natürlich erstmal auch drum, was haben wir für Ausstattungsvarianten? Es gibt normal Kia EV6, das ist die Basis. Ja, dann gibt es die GT-Line, die haben wir hier. Und es gibt das GT-Upgrade, also die größte Version, 585 PS, eben auch Allrad. Die kleinste Version hat nur einen 58 Kilowattstunden fassenden Akku. Hier haben wir 77,4 Kilowattstunden. Wenn man den Akku nur mit Heckantrieb nimmt, kommt man 530 Kilometer nach WLTP weit, was echt ein Wort ist. Und die Ausmaße von dem Auto sind beachtlich. Ne? Der ist nämlich 4,70 Meter lang in der GT-Line, 1,89 breit und 1,55 hoch.
Und Jesse hat euch ja die kleinere Version vorgestellt, die bezahlbarere. Ich zeige euch jetzt mal, was es aktuell dann gibt, wie geil man den optisch machen kann. Die Farbe hier drauf ist Yacht Blue. Es gibt insgesamt 11 Lackvarianten. Ich finde die sehr charmant, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt die Farbe meiner Wahl wäre. Und wenn man das Auto jetzt von vorne anschaut, dann sieht man natürlich erstmal, oh, da hat sich Kia im Design richtig was getraut. Denn zum ersten Mal haben wir keine Tiger Nose mehr, keine klassische. Wir haben hier das neue Kia-Logo drauf, eine Kamera nach vorne. Und wenn ihr schon hier seid, seht ihr diesen Verbindungsstreifen, kein Verbindungslicht, wie VW das teilweise macht, zu diesen Leuchten hier. Und da gibt es normale LED-Leuchten und wir haben optional dieses Dual-LED-Licht, was dann eine adaptive Fernlichtwirkung hat. Und ganz entgegen zu dem, was man optisch so macht, ist das Licht gar nicht so schmal, sondern schon ein bisschen präsenter, ein bisschen größer. Und dann kommt ja bald auch noch das GT Upgrade, also das GT-Modell, sind wir mal ehrlich, das hat vorne eine andere Maske so ein bisschen. Wir haben gelbe Bremsen da drin, Sperrdifferential dann haben wir zusätzlich auch drin. Und hier unten die GT-Line erinnert so ein bisschen an das GT-Upgrade. Heißt, wir haben hier nicht nur den Radarsensor, sondern ein bisschen anderen Stoßfänger, der hier vorne ja richtig schick ausgeformt ist. Wir haben von vorne ein Design, das mich unglaublich an den Jaguar I-Pace erinnert. Und wenn wir jetzt mal ins Profil gehen, dann finde ich den von vorne schon echt gelungen. Aber die schlanke Linie vom Auto, die Länge, der 2,90 Meter Radstand, das ist einfach great. Wir haben den Akku hier unten sitzen, hier eben 77,4 Kilowattstunden groß. Was ist der Vorteil von dem? Ja, wir haben halt einen tiefen Schwerpunkt, was der Fahrdynamik zugutekommen soll. Der kleinere Akku ist auch interessant, ein bisschen leichter, aber auch ein bisschen weniger Reichweite eben. Und die Linie jetzt hier vom Auto, wenn man die einfach mal abgeht, vielleicht hier an den Spiegelkappen, die sehr extravagant geformt sind, hängen bleibt, sieht, dass wir hier oben nicht das Glasdach drin haben und bis nach hinten durchgeht zu diesem Dachkantenspoiler, der wirklich sehr extravagant ist, dann weiß man schon, wohin die Reise geht. Und ganz nebenbei, finde ich, sieht das Auto sehr aerodynamisch optimiert aus. Aber jetzt gehen wir vielleicht nochmal ins Profil. Ich erkläre euch was zur Technik, was das Fahrwerk angeht. Kein adaptives Fahrwerk hier drin. Dafür müssen wir aufs GT Upgrade warten, was ein bisschen mehr kostet. 19, 20 und 21 Zoll Felgen haben wir. Die größere Felge ist dann reserviert fürs GT Upgrade. Und hier haben wir so eine aerodynamisch sehr optimierte Felge, die mir unglaublich gut gefällt. Eigentlich ja sehr untypisch, dass ein Elektroauto so eine große Felge bekommt, aber fürs Design tut man hier halt sehr viel, finde ich. Hier unten haben wir so einen schwarzen Schweller im Profil und was kann man dann vom Design noch machen, damit man eben besseren CW-Wert hat, eben hier versenkbare Türgriffe. Die höchste Ausstattung hat dann die Möglichkeit eben, dass die elektrisch zufahren, was Schönes, und dann mache ich hier einfach mal kurz auf. Keine rahmenlosen Scheiben, aber hinten leicht abgedunkelt, da oben diese Haifisch-Antenne. Ja, und dann spricht man vielleicht an der Stelle auch einfach mal drüber, was haben wir denn für Motorvarianten. Der kleinere Akku mit den 58 Kilowattstunden, der hat dann 170 PS Leistung. Dann kommt schon der große 77,4 Kilowattstunden fassende Akku mit 228, 229 PS. Und dazu haben wir dann nochmal eine Version eben mit 325 PS und zusätzlich das GT-Pack dann mit 585 PS, was einfach wunderbar ist. Und jetzt zeige ich euch vielleicht mal das Heck. Sehr, sehr geil. Schaut mal diese Linie hier, wie sie einmal durchgeht und echt ein Design-Highlight zaubert. Unten dann hier der Stoßfänger, auch mit so einem Diffusor, Kamera nach hinten, neues Kia-Logo, sehr geschwungene EV6-Schrift. Und jetzt würde ich euch an der Stelle mal bitten, dass ihr mir einfach sagt, hey, gefällt euch der Ioniq 5 besser oder dieses Modell? Ja, und ganz spannend ist natürlich dann an der Stelle auch der Dachkantenspoiler. Ich hoffe, den habt ihr gesehen. Das ist ja auch wichtig, die Abrisskante bei Elektroautos wirklich gut zu machen. Und jetzt mache ich euch hier hinten vielleicht mal den Kofferraum auf, denn da gibt es echt eine Menge zu sehen. Elektrische Heckklappe sowieso. 530 bis 1300 Liter Kofferraumvolumen. Und was auch spannend ist, der nimmt bis zu 1,6 Tonnen anhaken. Allerdings nur, wenn der Akku mindestens zu 35% voll ist. Sonst fehlt ihm ein bisschen Saft. Und jetzt schaut mal hier hinten rein, wie viel Platz wir hier haben.
Das ist schon wirklich à la Bonheur. Und wenn man die Karosserie einfach so betrachtet, dann frage ich mich, ist es jetzt ein Kombi, ist es ein Kompakter, ist es ein SUV? Was ist es für eine Karosserieform? Vielleicht eine der Zukunft, weil vielleicht ist die Zukunft, dass man die Karosserieform gar nicht mehr so klar einordnen kann. Und jetzt haben wir hier was spannend ist. Eine kleine Männerhandtasche, die mache ich mal auf. Und guckt mal, hier haben wir jetzt erstmal diese Kachel zum Laden. Ne? Da könnt ihr dann mit laden an der Steckdose zu Hause. Ist allerdings nicht besonders empfehlenswert, weil dann braucht dieses Auto etwa 54 Stunden. Das sind 2 Tage, um voll zu laden. Das macht so gar keinen Sinn. Jetzt sprechen wir vielleicht mal kurz hier übers Laden. Ich weiß, das soll man so nicht machen. Es gibt vorne einen Knopf, das aufzumachen. Wir können AC, DC laden und geil ist natürlich bis zu 225 kW. Da wäre der dann in 18 Minuten bei 10 bis 80%, was echt groß ist. Das ist ein bisschen eine verlängerte Kaffeepause zu Hause. An der Wallbox ein bisschen was über 7 Stunden mit 11 kW, 22 kW Onboard Charger hat er leider nicht. Aber was er hat, und das ist relativ unique, das haben nicht viele Autos, der Ioniq 5, ist dieses Teil hier. Ja. Das mache ich jetzt nicht, ziehe hier nochmal auf, das steckt da hier rein beim Laden und habt dann die Möglichkeit, dass ihr das hier aufmacht. So. Und hier könnt ihr dann was anderes laden. Bidirektionales Laden nennt man das. Da könnte man dann zum Beispiel irgendwie ein Mountainbike dran laden und vielleicht nochmal einen Kühlschrank oder so und das wohl 24 Stunden. Praktischer ist allerdings vielleicht für die Girls, dass sie auch mal beim Campen oder so die Haare föhnen können. Und ich mag auch die Position vom Laden hier hinten, finde ich sehr praktisch. Und wenn ihr das nochmal aufmacht, könnt ihr das dann hier an diesem Knopf zufahren eben oder Hold drücken, was schon cool ist. Aber jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Kofferraum, weil der ist wirklich groß. Hier hinten unten sitzt ja hier ein Motor, vorne sitzt ein Motor. Das ist eben gut, weil wir haben keine direkte Verbindung via Lamellenkupplung, was wir beim Verbrenner haben. Das ist eine sehr flexible Kraftverteilung. Der hinten ist wesentlich stärker als der vorne. Der vorne ist dafür da, uns schön aus den Kurven wieder rauszuziehen. Und jetzt guckt mal hier rein, 12 Volt Steckdose ist zum Beispiel hier dann drin, hier was zum Verzurren, zum Beispiel auch Verzurröse auch noch hier. Aber am besten gefällt mir das hier. So könnt ihr dann ganz flexibel die Sitze umklappen und habt dann hier die Möglichkeit auch noch dieses Teil hier oben auszubauen. Und dann könnt ihr in diesem Auto tatsächlich beinahe schlafen, was schon echt krass ist. Ne? Jetzt mache ich hier vielleicht mal wieder zu, schaut gerne noch mal rein, weil es ja wichtig, dass ihr da genug Platz im Kofferraum habt. Aber ich glaube, das gibt euch dieses Auto, auch wenn es jetzt nicht direkt ein Kombi ist. Ne? Spannend natürlich auch mit der Leistung hier drin sind wir dann in 5,2 Sekunden auf 188 km/h wird er insgesamt schnell. Aber Freunde, jetzt schauen wir uns mal den Platz auf der Rückbank an und ich verspreche euch was, ihr werdet beeindruckt sein, dass der Dicke, also ich, da hinten reinpasst. Jetzt kommt er einfach mal mit. Und jetzt seht ihr eins, ich sehe sehr dick aus, weil ich halt auch sehr steil sitze. Aber ihr könnt die Rückbank sehr flexibel verstellen und beim Elektroauto ja immer wichtiger, weil stellt euch vor, ihr ladet mit der Familie und die Kids könnten dann hier hinten so drin sitzen. Oder wenn sie euch nerven wollen, so habt ihr mehr Platz im Kofferraum oder mehr Platz auf der Rückbank. Das geht dann natürlich auch hier flexibel auf der Seite und hier könnt ihr dann einfach wieder zurück machen. Und jetzt schaut euch mal die Sitze da vorne an. Solche habe ich noch nicht gesehen. Die können auch was, ne? Die sehen nicht nur gut aus, die können auch was. Und schaut euch an, wir haben hier keinen Mitteltunnel. Auch an die Kiddies wird gedacht, weil die können nicht nur hier ganz super sitzen in der Mitte, sondern hier haben wir auch noch eine Ladebuchse, hier auch. Und die haben hier hinten auch die Möglichkeit noch, den Cupholder zu nutzen oder eine Durchreiche hier für die Skifahrer. Oder wenn man den Hund eben von vorne nach hinten füttern will. Auch spannend von außen zu sehen, also von außen, Jessie, das ist das andere Außen, genau. Dieses kleine Fenster, was es hier heller macht. Wir haben eben nicht das Glasdach hier drin, was ich immer nehmen würde. Wir haben die Leuchten hier, dunklen Himmel. Und ich glaube, der Innenraum besteht immer irgendwie aus 10 PET-Flaschen, ist also aus teilweise recyceltem Material. Und jetzt schaut euch mal die Sitze hier an. Weiß, tolles Stoffelement, Isofix sowieso hier. Das ist schon cool und die Kopfstützen hier sind auch sehr bequem auf einer tollen Höhe. Ich kann hier drin fast liegen und jetzt guckt mal, wie viel Platz ich hier drin habe. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Schauen wir vielleicht zusammen mal noch kurz in die Tür rein
Und da habt ihr nicht nur die Meridiananlage, da unten ein kleines Fach, um was reinzulegen. Müsst ihr vielleicht von dem Winkel ein bisschen schauen. Genau. Ist nicht besonders groß, aber sehr gut verarbeitet. Türgriff hier schön verlängert optisch. Da kann sich VW vor allem mit der Sitzheizung hier hinten echt noch eine Scheibe von abschneiden. Hier gepolsterte Armauflage, nicht besonders gut gepolstert, aber immerhin gepolstert. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, jetzt habe ich aber alles über dieses Auto gesehen aus. Nein, stimmt nicht, denn da vorne gibt es einen sogenannten Frunk. Über den Frunk, klingt wie Frosch, aber muss man zwei Sachen wissen. Nummer eins, er ist sehr praktisch, weil man könnte die Ladekabel auch da vorne reinlegen. Machen wir aber nicht, weil wir laden den ja eh hinten. Aber es wäre möglich oder ihr könnt auch einfach was vor der Freundin verstecken. Wenn wir den Allrad haben, was wir ja haben, sind vorne nur 20 Liter Platz, haben wir die heckgetriebene Version, sind 52 Liter Platz. Aber jetzt mache ich hier mal auf und jetzt schaut mal, wie geil das hier verarbeitet ist, wie schön die Abdeckung hier oben drauf ist. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und hier ist er, der Mini Frunk. Ja, kann man dann hier schön was drauflegen auf 2 Ebenen, ist allerdings hier ein bisschen kleiner jetzt. So, ganz praktisch eigentlich, ne? Auto wiegt etwa 2 Tonnen, aber ich will jetzt eigentlich außen gar nicht zu viel quatschen, weil um was es geht, ist, dass ich euch jetzt mal den Innenraum noch zeige und danach wird ausgiebig hier auf Marbella gefahren und dann schauen wir uns mal an, ob der wirklich zum Halo Car taugt und wie geil eigentlich 5,2 Sekunden stufenlos auf 100 sind. Kommt mit! Ja, kommen wir zum Innenraum und ganz ehrlich, der hat's mir angetan. Ich habe die Displays noch aus, 2x12 Zoll. Leicht gebogenes Curved Glas, sagt man hier neudeutsch so schön dazu. Und jetzt zeige ich euch erstmal das Konzept. Man hat sich bei Kia gut überlegt, was macht man mit der Mittelkonsole. Hier lässt man die ganz weg, nimmt man eine schwebende. Man hat sich für eine, wie ich finde, sehr gute Lösung entschieden, weil ihr habt hier unten Platz, 2 USB-C-Stecker. Und hier passen toll Handtaschen rein oder Messi-Gegenstände. Bei mir könnte es zum Problem werden, weil ich Autos grundsätzlich vollmüll. Andererseits ist es ja ein Luxusproblem, man kann dieses Auto hier unten vollmüllen. Und dann haben wir hier so eine Art Skateboard-Architektur. Heißt, dieses Teil kommt hier so raus. Den Gangwahlhebel haben wir hier, Sitzkühlung, Lenkradheizung haben wir da, die Parkkamera, eine induktive Ladebuchse fürs Handy haben wir da auch drin. In der Armauflage haben wir nochmal Platz. Und schaut mal, wie schön das Material hier ausgeformt ist. Das gefällt mir gut, die Architektur hier drin, die finde ich toll. Ja, da stehe ich zu. Und jetzt schauen wir uns vielleicht mal hier die Sitze an. Und ein Großteil oder viele Materialien hier drin sind ja aus recycelten Stoffen wohl gewonnen. Wir haben hier diesen Stoff, der echt schön ist. Und hier nochmal so eine Naht in der Mittelbahn. Dann haben wir weißes, ich schätze mal Kunstleder außen und schaut mal die Kopfstützen, wie schön die integriert sind. Und jetzt mache ich da vorne mal an, damit ihr seht, wie schön das da reinfährt. Das Head-Up-Display übrigens auch ist wirklich echt schön da vorne, auch die anderen Elemente. Drück auf P und jetzt ist natürlich für mich an der Zeit, die Zero Gravity Sitze zu zeigen. Und das kann nicht nur ich, sondern auch Jessica. Dafür gibt es einen eigenen Knopf übrigens hier. Und da könnt ihr ganz nach hinten runterfahren. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, ich lade dieses Auto, könnte ich mich hier reinlegen und schlafen, während es dann 18 Minuten an der Schnellladestation hängt oder so. Das finde ich schon ausgesprochen cool, ganz ehrlich. Aber auch die Architektur hier, schaut mal diesen wunderschönen Materialmix an, hier mit der durchgezogenen Lüftungsdüse, ist wirklich schick hier. Die aufgesetzten Displays sind toll. Aber jetzt schauen wir dann vielleicht erstmal in die Tür. Die Meridian-Anlage, Surround haben wir hier, Platz in der Tür, eine echt komfortable Armauflage, die oben auch gepolstert ist. Schöne Türgriffe sind auch da dran. Und vor allem, wenn man sich reinsetzt, hat man sehr viel Platz hier drin. Wenn ihr jetzt mal mit mir schauen wollt, dann ist geil, das eignet sich eigentlich auch für TikTok. Schaut mal hier, Klima oder die wichtigsten Punkte fürs Bedienen vom Infotainment-System. Hier dann natürlich Sitzkühlung, Sitzheizung und so. Ne? Es wird auch hier am Meer ein bisschen kühler, brauchen wir also nicht. Rückfahrkamera ist auch echt schick. Schaut mal, was man da machen kann.
Es ist großartig. Vor allem sieht das Auto jetzt gar nicht, dass Chassis Tür auf ist. Ja, wer da noch Felgen kaputt macht, ganz ehrlich, ist selbst schuld. Zoomen kann man hier auch, wenn man will. Und jetzt würde ich sagen, kommt Chassis mal rein. Und ja, was ich eigentlich nur kritisieren will, ist kein rahmenloser Innenspiegel. Das wäre dann aber eigentlich auch schon fast BMW-eskes Niveau, ganz ehrlich. Lenkrad, wo wir außen die Tiger Nose missen, ist sie hier drin abgebildet. Neues Kia-Logo im Pralltopf. Und jetzt guck mal hier, Drive Mode. Da müsst ihr nicht unten schauen dann nur, sondern oben. Und da habt ihr unterschiedliche Architekturen dafür hier drin und könnt dann vorne auch noch euch ja unterschiedliche Dinge da anzeigen lassen. Bordcomputer, die Klima, eine Energieflussanzeige, die Assistenten zum Beispiel auch. Das ist wirklich sehr flexibel. Assistenten kann man dann auch hier reinmachen. Wir haben echt unterschiedliche Rekuperationsmodi hier am Lenkrad. Hier haben wir dann ja verschiedene Modi da vorne, die wir steuern können, oder auch die Sprachsteuerung. Auf der Seite macht er dann die Tankklappe hinten auf, wo ich vorher zu faul war, oder eben hier die Kofferraumklappe. Und vorne das Head-Up-Display, das werden wir bei der Fahrt noch anschauen, ist riesig im Sichtfeld und Augmented Reality fähig, was toll ist. Noch toller finde ich wirklich dieses Teil hier. Klima oder die Steuerung von oben. Da habt ihr dann die Mappe, ne? Also die Karte oben. Da müsst ihr vielleicht oben euch das ganze Display anschauen. Radio, Media und Setup. Aber was ich natürlich eigentlich am liebsten mache, ist einfach hier oben auf Home gehen und dann haben wir hier das neue Infotainment. Hier haben wir so eine Art, naja, Home-Ansicht, wo wir dann hier den Füllzustand direkt haben. Den haben wir vom Akku hier vorne auch. Die Rekuperationsstufen haben wir da. Die Reichweite, die gefahrenen Kilometer. Das Auto ist wirklich ganz neu. Und jetzt schauen wir uns mal vielleicht den EV-Knopf an, was wir hier machen können. Da habt ihr eben wieder die Reichweite, das Potenzial auch, wenn man die Klima an- oder ausmacht, sieht man dann auch, was sich verändert. Könnt das Laden planen, Naturklänge sind jetzt übrigens hier drin. Ja, dann haben wir hier die Karte, das ist auch ein recht schnelles System, ganz ehrlich, Kia, gut gemacht. Navigation, Telefon, Projektion, Apple CarPlay, Android Auto. Die Klimasteuerung ist hier drin, die ist auch sehr gut gelöst. Ich mache das allerdings unten, weil das ist fast noch besser. Den Valet-Modus haben wir hier, nutze ich nie. Ruhemodus finde ich großartig. Hier vorne hat man dann wirklich seine Ruhe, wenn man den anmacht. Aber naja, in dem Alter sind wir noch nicht. Kia Connect ist auch cool. Könnt ihr euch zum Beispiel das Wetter anzeigen lassen hier oder einfach rausschauen geht auch. Kalender, aber am besten ist Kia Live, vor allem mit einem Elektroauto, weil ihr könnt euch jetzt natürlich die Verkehrsinfo hier anzeigen lassen, die Parkplätze könnt ihr euch anzeigen lassen, aber am besten ist natürlich die Live-Ladestation, weil da könnt ihr einfach direkt sehen und hin navigieren, wo die denn dann sind. Was überraschend gut ist, ist bei den Einstellungen beim Fahrzeug diese Funktion. Hier habt ihr die Assistenten, da habt ihr jetzt auch so eine Ausstiegswarnung ganz neu, was schön ist, auch der Autobahnassistent ist verbessert. Hier könnt ihr das Bremspedal ändern, könnt aber auch die Eco-Anzeige mit der intelligenten Rekuperation im mittleren Modus, sanft oder starken, verändern und ihr könnt den Sound verstärkt, normal, sanft ausmachen oder habt hier eigene Dinge, die ihr euch anzeigen bzw. anhören könnt beim Sound, da kommen wir gleich dazu dann. Das ist wirklich mehr als aufregend. Ich verstehe gar nicht, dass andere Hersteller noch nicht auf diese Idee gekommen sind, ne? Und ja, zum Fahrzeug haben wir uns jetzt, glaube ich, so das meiste angeguckt hier. Head-Up-Display, Augmented Reality hier. Aber ich würde sagen, ich habe euch jetzt ja echt schon eine Menge gezeigt. Was wir jetzt machen, ist losfahren. Ey, jetzt fahren wir endlich los. Ich freue mich tierisch drauf. Wir sind hier an einem mega schönen Ort, sehr kurvig, bergig. Perfekt um die Dynamik vom Auto, was ja 325 PS hat und 472 Kilometer Reichweite zu testen. Hier mache ich es an. Ihr schaut mal davor, nicht zum Head-Up-Display. Genau so. Und zum Head-Up-Display jetzt geht das schön an, ey. Da ist Kia stolz aufs Auto und das darf man ruhig auch sehen. Rückfahrkamera darf man ruhig auch sehen. Schaut mal hier beim Fahren.
ist es großartig, oder? Also wer da noch Felgen kaputt macht, weiß ich auch nicht. Was jetzt interessant ist, wir haben ja verschiedene Fahrmodi und schaut mal, Eco, Normal, Sport. Wir sind jetzt mal in Sport und wenn wir hier den Berg runterfahren, dann ist natürlich eine entscheidende Sache, so eine Energieflussanzeige hier jetzt zum Beispiel drin. Was passiert hier jetzt? Also, man kann jetzt die Rekuperationsstufen höher machen oder niedriger. Also wir rollen jetzt hier einfach raus, ne? Auf 0, auf 1, auf 2, auf 3 oder maximal. Und dann haben wir hier drin ein One-Pedal-Driving, was möglich ist. Und was echt schön ist die Gasannahme. Und wenn jetzt einer sagt, ich finde nur die richtige Sitzposition in einem VW, dann stimmt das nicht, weil guckt mal hier, wie leicht ich das Lenkrad verstellen kann. Und wir haben ja hier jetzt nicht die adaptiven Dämpfer drin. Da muss man noch warten auf das GT Upgrade Pack oder eben die GT-Version. Trotz allem liegt er hier richtig schön straff auf der Straße, finde ich. Und auch in der Kurve merkt man natürlich, okay, der Allradantrieb, der hat die meiste Kraft hinten, vorne haben wir auch ein bisschen Kraft. Fahren wir schnell in eine Kurve, dann kommt das Heck leicht und vorne zieht uns dann die Vorderachse wieder raus. Im Vergleich zum Verbrenner haben wir eben keine mechanische Verbindung zwischen vorderer und hinterer Achse. Heißt, wir haben die Verteilung blitzschnell hier drin, was richtig viel Spaß macht hier bei dieser bergigen Straße. Die Lenkung, ja, da bin ich ehrlich, auch im Sportmodus, die gibt einem jetzt vielleicht nicht das direkteste Rückmeldungsgefühl hier auf der Straße. Das stimmt schon, aber dafür ist natürlich eine Sache toll, nämlich der Antritt hier. Und wir fahren hier einen Berg hoch und es ist überhaupt kein Problem hier, was die Dynamik angeht. Und dann haben wir hier ja das Augmented Reality Head-Up Display. Schaut mal vorne jetzt, gar nicht zu lang müsst ihr übrigens gucken, wie schön das in meinem Sichtfeld ist. Hier haben wir dann noch die Steuerung für die Navi und jetzt guckt mal die unglaublich schöne Straße. Mit so einem dynamischen Auto hier ist es einfach nur ein Gedicht und auch nicht nur geradeaus übrigens, sondern hier auch in der Kurve, ne, arbeitet dieses Auto schon wirklich nett. Ne? Also da kann man hier drin echt Spaß haben. So, jetzt ist natürlich eine Sache doof. Ja, Jessie hat die Koffer hinten wirklich nicht gut verpackt. Aber jetzt guckt mal, soll ja auch ein Stadtauto sein. Und jetzt sind wir hier ja in einer ganz kniffligen Situation. Schön ist, wir haben eine hohe Bodenfreiheit hier. Und die Piepser funktionieren auch. Übrigens ganz toll ist auch die Ausstiegswarnung hier drin, weil die kann einem echt den Arsch oder die eine oder andere Tür retten. Auch der Wendekreis, das seht ihr jetzt hier, der ist wirklich nett. Aber jetzt bin ich ja nicht nur dafür da, einen Modus zu testen, sondern wir schauen mal in Eco. Und wenn ihr da vorne mal bleibt, dann seht ihr dann auch bei Normalreichweite, wie die sich verändert von 270 zu 262 zu 254. Wie weit sind wir jetzt wirklich gekommen? Wir sind wenig Stadt gefahren heute. Da vermute ich, kommt man vielleicht sogar 500 Kilometer weit, wenn man das mit dem Rekuperieren ernst nimmt. Wir sind quasi nur Landstraße gefahren, Tempo 100 und haben es schätzungsweise deutlich über 400 Kilometer geschafft, wahrscheinlich so an die 420 Kilometer. Was jetzt schön ist, nicht nur die Lichtstimmung hier, die ist einfach großartig, sondern die Rekuperation hier den Berg runter, einfach hier maximal eingestellt und selbst Berg runter wäre so ein One-Pedal-Driving möglich. Will man das allerdings nicht, ne, dann stellt man hier auf 3, dann rollt da ein bisschen stärker aus, auf 2 noch stärker und hier noch stärker. Ist schon schön. Aber was dann noch cool ist, ist eine Sache, nämlich hier auf Home. Und ich habe euch ja gesagt, bei Einstellungen haben wir echt da so ein paar Tricks. Jetzt gehen wir hier zu Fahrzeug. Die Assistenten habe ich ja erklärt und Fahrmodus ist hier interessant. Bremspedal haben wir verschiedene Dinge, dafür müssen wir das Auto ausmachen. Aber der Motorsound hier, den machen wir mal verstärkt rein oder hier vielleicht auf individuell, da können wir nämlich am meisten steuern. Das heißt, wir machen hier schnell die Lautstärke ganz hoch, stylisch. Hört ihr das? Wie das klingt, dynamisch. Klingt wie aus einem Hollywood-Film, oder? Das ist wirklich witzig. Cyber.
Klingt nach irgendwie, keine Ahnung, Mario Kart und dann könnt ihr noch die Lautstärke verstellen, das Ansprechverhalten vom Gas, was Tolles, und habt hier dann auch den Sound, wie er dann reagiert. Das macht schon richtig viel Spaß. Stylisch mag ich tatsächlich am liebsten. Und wenn man dann nochmal zurückgeht, könnt ihr dann das Head-Up-Display auch einstellen. Und ich fahre jetzt hier mal entlang. Und was dann toll ist, bei der Fahrt habe ich ja immer das Problem, ja, ich bin relativ schlecht darin, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Kann ich einfach hier die wichtigsten Dinge mir nochmal anzeigen lassen. Und vorne im Head-Up-Display sehe ich dann auch, wo ich hinfahren muss. Ne? Da kommt dann später dann auch so ein Fischgrät reingefahren. Und ganz ehrlich, was auch schön ist nicht nur, dass der Eco-Modus dann sehr entspannt ist, sondern auch, dass ich hier dann ja den normalen Modus habe. Und im normalen Modus, ja, da ist das Auto intelligent. Was ganz spannend ist auch, wenn man das mit dem Bremsen ernst nimmt, dann sind wir hier und machen nochmal die Einstellung. Und dann kann dieses Auto übrigens auch beim Fahrmodus mit dem Bremspedal hier im Eco-Modus in der intelligenten Rekuperation ja eben die Topografie, die Verkehrszeichen, die Straßenlage mit einbeziehen. Heißt, ja, weiß das Auto jetzt, ich fahre zu einer Ampel hin, dann macht er eben die Rekuperation von alleine intelligent, was großartig ist. Und was auch noch großartig ist im Sportmodus, einfach nur mal so ein kleiner Beschleunigungsstoß. Und Bremse funktioniert auch. Hier merkt man allerdings, dass das Auto halt ja, etwa 2 Tonnen wiegt. Ich entschuldige mich ein bisschen bei euch für das Gepäck, was hinten rumfällt, aber das ist natürlich bei so einem Auto, was so eine krasse Leistung in 5,2 Sekunden auf 100 hat, 605 Newtonmeter maximales Drehmoment, auch echt kein Wunder. Jetzt schaut vielleicht mal vorne noch ins ja genau, das seht ihr jetzt, da müsst ihr ein bisschen näher. Einfach diesen kleinen Pfeil, wie er jetzt kam. Jetzt ist er leider wieder weg. Ich wollte es euch so gern zeigen. Ja. Aber das sieht man dann, wenn man abbiegen muss, rechtzeitig kommt dieser Pfeil reingefahren. Der Blinker. Ne? Wenn es schon die ganze Zeit poltert hier drin, dann gibt es jetzt noch den Blinker. Das ist wirklich sehr solide gelöst, finde ich. Und dann kann man hier vielleicht auch noch die Assistenten zeigen. Die gehen hier rein und dann kann man hier die Geschwindigkeit einstellen. Und ja, dann hält das Auto quasi die Geschwindigkeit, die Spur und den Abstand zum Vordermann. Und wir sind teilautonom Level 2 unterwegs. Was wir jetzt machen, ist zurückfahren und ich zauber euch noch eine Fahrt. Ja, wir sind echt viel gefahren heute und ganz ehrlich, ich habe ein weinendes Auge. Nicht nur, weil wir morgen jetzt hier das Meer verlassen müssen, sondern auch, weil das Auto von uns geht. Ihr könnt es natürlich trotzdem noch kaufen. Ich will nicht übertrieben viel Werbung machen. Es geht jetzt einfach mal um meine Meinung im Fazit. Was halte ich vom Kia EV6? Jessie sagt, es ist für sie der schönere Hyundai Ioniq 5. Ich sage, ich finde den Hyundai ein bisschen besser optisch. Aber da geht es dann um Geschmack. Was ich euch sagen kann, ist, dass dieses Auto unglaublich viel Qualität hat. Riesen Radstand, hinten die Sitze, die man flach machen kann, einigermaßen, vorne einigermaßen flach. Wir haben ein Augmented Reality Head-Up-Display da drin, modernes Infotainment, eine zumindest sehr auffallende, elementar anders aussehende Optik als andere Autos. Und was natürlich geil ist, die große Akkuversion mit dem kleinen heckgetriebenen Motor hat ja fast 530 Kilometer Reichweite. Das wäre meine Wahl bei diesem Auto. Wenn es allerdings um Performance geht, dann muss man ganz klar aufs GT-Upgrade warten. Aber die 5,2 Sekunden auf 100, die wir hier haben, die sind halt auch nicht von schlechten Eltern. Genauso wenig von schlechten Eltern wie Jessies Eltern. Oder Jessie in dem Fall natürlich. Ja, ich bin angetan vom Auto, ganz ehrlich. Ne? Zusätzlich bekommt ihr natürlich auch noch eine Förderung von bis zu 10.000 €. Ihr zahlt nur 0,25% Dienstwagensteuer. Mir hat der, was die Dynamik angeht, sehr viel Spaß gemacht. Ehrlich gesagt fahren Elektroautos sehr ähnlich. Ne? Wir sind ja zum Beispiel gerade den BMW i4 gefahren. Der war noch ein bisschen dynamischer, aber der steht dem um nicht so vieles nach. Und das ist ein großes Kompliment für Kia. Jetzt geht es aber um
um die Sache, die man so ein bisschen bekritteln kann. Das ist bei mir vielleicht die AC-Ladefähigkeit von nur Onboard 11 kW. Da hätte ich mir 22 gewünscht, okay. Aber da einigen sich, glaube ich, gerade viele Hersteller drauf. Es geht ehrlich gesagt um Preis und weil ich mir doch nicht so viel merken kann, habe ich es mir aufgeschrieben. Das Auto beginnt mit dem kleinen Akku, mit dem kleinen heckgetriebenen Motor mit 170 PS bei 44.990 €. Da sagt der Mensch, so super. 10.000 € abgezogen, liege ich etwa bei 35.000 €. Das hat man früher mal für einen voll ausgestatteten oder gut ausgestatteten Golf bezahlt. Okay, aber es ist hier alles so in Paketen untergebracht. Wollt ihr dann den großen Akku zum Beispiel mit den 229 PS, ja, dann liegt das schon bei 4.000 € mehr. Wollt ihr dann den großen Akku mit Allrad mit 235 PS, 325 PS, so wie wir ihn hier haben, zahlt er 7.900 € mehr und sagt ihr, the world is not enough for me. Ja, dann nehmt er die GT-Variante mit 585 PS. Die kostet allerdings auch sagen und schreiben 21.000 € mehr. GT Line, die ist sehr empfehlenswert, weil die ist sehr schick, finde ich. Die kostet nur 6.000 € mehr. Und dann ist es ein Auto, was wahrlich kein Schnäppchen ist. Aber mit dem Auto kratzt Hyundai natürlich am Premium-Segment, vor allem am Premium-Elektro-Segment. Und dafür ist es wirklich gerechtfertigt. Ne? Die GT-Version kommt im November 2022. Die ersten hiervon sollen wohl im Herbst diesen Jahres, also jetzt dann, anrollen. Der Konfigurator ist noch nicht online. Was immer online ist, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Immer online, immer up-to-date, immer geil. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Hier seid ihr gelandet. Ich gehe für euch kurz in die Knie bei The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag eine neue Karre vorgestellt von der bezaubernden Jessica und von ein bisschen weniger bezaubernden Jan. Abonniert gerne den Kanal, seid informiert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hüpft jetzt aus dem Bild und bis bald in einem anderen Zirkus. Ciao, tschüss.